Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns der Smog. Geschichte, Konzept, Anwendung und Kapazitäten. Wir haben uns gedacht, wir machen für euch mal eine Smog-Serie. Jetzt könnte man sagen, die Epic Group war in Las Vegas auf der SHOT Show und hat bei Cry den Smog gesehen, den neuen. Und deswegen wird da jetzt eine Videoreihe gemacht, um da ein bisschen Clickbait zu erzeugen. So ist es aber nicht. Ich kann es beweisen. Ich habe schon im November letzten Jahres Kontakt mit mehreren Herstellern gehabt, weil wir dieses Thema Smog wirklich mal sauber aufarbeiten wollten, mal verschiedene Hersteller und Modelle reinnehmen wollten, die euch mal präsentieren wollten. Nicht nur aus militärischer Sicht, sondern auch für die zivile Nutzung beziehungsweise für die jagdliche Nutzung. Da hat uns tatsächlich einer unserer Zuschauer drauf gebracht, der gesagt hat, er braucht irgendwas Leises und ob da die Carinthia-Jacken für geeignet wären, hier die Snackpack-Jacken. Da haben wir gesagt, du, ganz ehrlich, das ist alles eigentlich für die Jagd, ist das zu laut, ja. Wenn du irgendwas brauchst, was ein bisschen taktisch ist und viele Taschen hat, ist eigentlich der Smog das ideale Mittel. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen diese Serie mal für euch. Es wird mehrere Teile geben. Es wird diesmal im Vergleich zur Snackpack-Serie kein Fazit geben, weil wir davon ausgehen, dass da noch neuere Sachen dazukommen. Gerade jetzt auch ganz neu rausgekommen, die UF Pro M2. Ich muss ja UF Pro sagen. Irgendeiner unserer Zuschauer hat gesagt, du sagst immer UF Pro. Also die UF Pro M2 Parker, den werden wir auch noch mit reinbringen, sobald der verfügbar ist. Und das wird sich sicherlich auch noch weiter ausbauen. Wir starten jetzt erstmal mit 8 Modellen, beziehungsweise bis wir dann bei dem 8. Smog angekommen sind wahrscheinlich schon wieder welche dazugekommen, aber einfach mal für euch vorab zur Information. Im Teil 1 geht es, wie gesagt, erstmal, wo der Smog herkommt, was man damit machen kann, wie die Kombination mit verschiedenen anderen Ausrüstungsgegenständen aussieht und so weiter und so fort. Die Geschichte. Wenn man jetzt sich den Smog heute mal anguckt oder beziehungsweise mal schaut, welche Einheiten oder welche Armeen den Smog vorwiegend einsetzen, dann kommt man da schnell zu dem Ergebnis, dass der hauptsächlich noch in England und Australien eingesetzt wird. Die Geschichte allerdings beginnt tatsächlich in Deutschland, und zwar im Zweiten Weltkrieg bei den deutschen Fallschirmjägern. Smog bedeutet erstmal grob übersetzt Kittel. Und genau das war es auch für die deutschen Fallschirmjäger. Die haben das Ding auch den Knochensack oder den Sprungkittel genannt. Es war im Endeffekt ein einfacher Overall, also wirklich was zum Überziehen, auch über die Beine, was mit einem Reißverschluss zugemacht worden ist, über der normalen Ausrüstung, einfach damit das nicht sich in der Ausrüstung der normalen Kampfausrüstung, dass sich da nichts verhaken konnte beim Fallschirmspringen, um das Risiko zu minimieren, einfach ein Überwurf, der da oben drüber getragen wurde. Anfänglich war das Ganze oliv, dann gab es später noch Tarnmuster, die dazugekommen sind, meistens irgendeine schwere Baumwolle, die sehr robust war. Und tatsächlich war die Geschichte mit dem Reißverschluss ganz, ganz neu. Also gerade im militärischen Bereich gab es bisher immer nur Knöpfe bei den Uniformen und bei anderen Ausrüstungsgegenständen. Und da war jetzt wirklich neu der Reißverschluss. Dieser Knochensack ist dann später von den Briten und vom US Marine Corps, von den Paratroopern im Pazifik eingesetzt worden. Die haben das dann adaptiert, haben das übernommen. Auch einfach am Anfang eher ein Kittel, ähnlich auch dem deutschen Knochensack. Es wurde dann noch, in der späteren Version wurden die Beine noch gekürzt, also dass es kein Overall mehr war, sondern eher so wie ein Overall mit kurzer Hose im Endeffekt, aber auch noch zum Einsteigen und mit Reißverschluss zum Zuziehen. Und
Dann in der letzten Generation, in der Zeit ungefähr, wurde dann tatsächlich dann der eigentliche Smog, wie man ihn heute kennt, eine Jacke mit einem durchgängigen Reißverschluss, wo man nur reinschlupft, wurde geschaffen. Und anfänglich auch gar nicht so, wie man ihn heute kennt, mit 1 Milliarde Taschen, sondern tatsächlich nur mit diesen typischen 4 Taschen, die man heute auch dann bei dem M2 Parker von UF Pro sieht oder auch bei der M65. Diese Konfiguration mit den 4 Taschen hat sich da bewährt. Ein paar hatten dann tatsächlich auch noch auf der Rückseite hinten eine Tasche für eine Signalpistole, aber im Großen und Ganzen war das so die Geburtsstunde des Smogs im Zweiten Weltkrieg. Es hat sich dann über die Jahre hinweg, auch im Falklandkrieg, weiterentwickelt. Gerade die Briten haben da wirklich sehr viel Entwicklung reingesteckt und immer mehr Taschen reingepackt, um das Ganze halt noch ein bisschen modularer zu machen und um mehr Platz für Ausrüstung zu schaffen. Bei den Engländern war der Smog unter anderem bekannt als Airborne Camouflage Denizen Smog nach Major Denizen, der da wirklich viel Entwicklung und auch Tarnmuster eingebracht hat. Das war um 1942 rum. Und wie gesagt, dann ging die Entwicklung immer weiter in die Moderne. Inzwischen oder beziehungsweise gerade in den 70er, 80ern haben sehr, sehr viele andere Länder auch Smogs eingesetzt. Tatsächlich hauptsächlich hier im europäischen Kontinent. Das ist Frankreich, das ist Belgien, das ist die Niederlande. Gerade die skandinavischen Länder nutzen viele Smogs, natürlich auch England und Australien. In Amerika war der Smog tatsächlich nie wirklich ein großes Thema. Da ist man auf diese Parker-Schiene gegangen, wie man den auch vom M65 Parker oder dem Fishtail Parker davor noch kennt. Das war so ihr Ding. Aber tatsächlich nur mit diesen 4 Taschen und alle anderen sind dann auf diese Multitaschenmodelle gegangen, die wir heute auch bei uns in Deutschland kennen, beim KSK und bei den Fernspähern. Der Smog wird hauptsächlich oder vorwiegend als äußerste Schicht getragen, also auch nicht so, wie man das kennt normalerweise mit dem Zwiebelsystem, dass man von innen nach außen arbeitet, sondern auch wirklich den Smog als äußerste Schicht sieht, dass man wirklich auch eine Regenjacke oder eine Wärmejacke, eine Isolation unter dem Smog trägt, dass der Smog immer die äußerste Schicht bildet, um da auch Zugriff auf alle Taschen zu gewährleisten. Auch wenn das Thema Fernspähen, Aufklären oder Sondermissionen mit dem Smog ein bisschen in den Hintergrund geraten ist in der modernen Zeit mit Drohnen und allem anderen technischen Hilfsmitteln, die es gibt, um Aufklärung zu betreiben, ist nach wie vor die Aufklärung mit dem Menschen nicht wegzudenken. Und hier wird sehr, sehr gerne der Smog eingesetzt, einfach weil er leise ist, weil er viel bietet. Die Idee dahinter ist, aus der Jacke zu leben und zu kämpfen. Das war zumindest auch der Ursprungsgedanke. Wenn man das Ganze jetzt mal in das Line-Konzept aufschlüsselt. Für alle, die es nicht kennen, First Line ist im Endeffekt alles, was ihr am Körper tragt. Die Second Line sind alle Kampfmittel und die Third Line ist im Prinzip die Nachversorgung, die ihr euch selber gebt über den Rucksack, also zusätzliche Verpflegung, vielleicht noch Schlafausrüstung, Ersatzmagazine und so weiter und so fort. Das fällt in die Third Line. Und der Smog war im Endeffekt ein Hybrid aus First und Second Line, weil er ja am Körper getragen wird, eigentlich zur First Line gehört, aber auch dann zum Teil genutzt wurde, um Kampfmittel aufzunehmen. Gerade hier die unteren Taschen beim Smog, die vorderen wurden dafür genutzt, dass da nochmal Magazine drin sind. Hinten hat man dann die Verpflegung drin, also sogar auch nochmal Third Line ein bisschen mit dabei. Einfach damit man den Smog, den man ja immer trägt, als letztes Mittel der Wahl hat. Ja, also man ist ja gerade als Fernspäher oder beim KSK ist man ja weit ab von der Nachversorgung, muss sich selber nachversorgen. Das heißt, in der Regel wird dann auch bei den Fernspähern ein großer Rucksack getragen, der die ganze Ausrüstung, die Zusatzausrüstung trägt. Und falls man in ein Gefecht verwickelt wird, das ist ja tatsächlich nicht die kämpfende Truppe, sondern die eher im Verborgenen arbeitet und der Rucksack zurückgelassen oder aufgegeben werden muss, dass man trotzdem noch in der Lage ist, mehrere Tage zu überleben. Und das gewährleistet im Endeffekt der Smog mit den vielen, vielen Taschen, in die ganz viel Ausrüstung reinpasst. Natürlich kann man das Ganze auch kombinieren. Wir haben jetzt hier auch mal als Beispiel nochmal ein moderneres Setup hier mit Plattenträger mit reingebracht. Das ist ganz klar, das fällt jetzt hier in die Kapazitäten, in das Thema Kapazitäten. Da ist es so, je nach Anwendung oder je nach Kampfmission oder Mission generell sind verschiedene Mittel notwendig. Im Häuserkampf wäre ein Smog vielleicht nicht das erste Mittel der Wahl. Da ist ja auch kein Schutz vorgesehen. Da brauche ich dann vielleicht was wie einen Plattenträger. Ja. Aber
für die Aufklärung, für Long-Range-Missionen, wo ich länger unterwegs bin, habe ich den Smog und der kann natürlich auch nochmal kombiniert werden mit einer Second Line in Form eines Chest Rigs, um einfach nochmal die Kapazitäten zu erhöhen, dass ich nicht nur Magazintaschen in der Jacke habe, sondern einfach auch nochmal auf der Brust, mit dem folgenden Hintergrund, dass ich da natürlich viel schneller und effizienter rankomme und natürlich nochmal mehr tragen kann am Mann. Ja? Sollte ich das Chest Rig dann in der Überwachungsstellung oder in der Beobachtungsstellung abgelegt haben, habe ich trotzdem noch mein Grundkonzept hier in dem Smog untergebracht. Und von daher ist das eine sehr, sehr coole Geschichte und zivil gesehen natürlich auch eine coole Sache für den Jäger, der seine komplette Ausrüstung am Mann tragen kann. Und was man ja heute auch immer mehr nutzt, sind ja Reißverschlüsse und Zipper. Und hier bei vielen, vielen Smog-Modellen wird sehr, sehr viel gearbeitet mit den Canadian Slotted Buttons, die sich auch mit Handschuhen gut bedienen lassen und die natürlich super leise zum Öffnen sind. Das freut den Jäger und das Wild. Bei den Kapazitäten ist man, ja, das macht natürlich jeder, wie er das für sich denkt, aber grob kann man mal sagen, bei einem Smog hat man ja verschiedene Taschen, die sind in der Regel auch alle gleich aufgebaut. Das werdet ihr auch sehen in unserer Serie. Da haben wir auch versucht, wirklich euch alle Smogs in der gleichen Reihenfolge vorzustellen, dass ihr erstmal den groben Überblick bekommt, dass ihr dann die Taschen in der richtigen Reihenfolge vorgestellt bekommt, dass ihr sehr, sehr gut vergleichen könnt, was für euch vielleicht dann der richtige Smog ist. Prinzipiell kann man sagen, auf der Brust, die Taschen sind für Navigation und für sonstige Gegenstände, auf die man häufig und schnell zugreifen muss. Hier im unteren Bereich vorne setzt man in der Regel dann Magazine nochmal ein, also Kampfmittel oder auch Granaten, Rauchgranaten, was auch immer. Und die seitlichen Taschen sind dann für Survival, Erste Hilfe und Verpflegung. Gerade auch bei Erste Hilfe ist es so. Beim Smog wird häufig hier im Ärmelbereich ein Israeli direkt getragen, dass man eine Bandage schon mal direkt hier am Körper hat, ohne jetzt groß in den Taschen wühlen zu müssen. Und die großen hinteren Taschen und die Innentaschen sind dann nochmal so für Third-Line-Ausrüstung, wie zum Beispiel ein Regencape, ein Poncho oder auch ein leichtes Schlafsetup wie ein Poncho-Liner oder sonstige Sachen, die dann auch gut reinpassen. Wir werden euch jetzt hier, wie gesagt, in den nächsten Videos verschiedene Hersteller und Smog-Modelle vorstellen. Dieses Video hier wird unterstützt von der Firma Arktis, von der Firma Leo Köhler, von Recon Company. Und dann haben wir natürlich noch verschiedene andere Hersteller mit dabei, die hier noch mit reinkommen und die wir euch dann vorstellen. Wird sehr, sehr interessant, kann ich euch sagen. Also tatsächlich haben wir einige Smogs so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ein paar haben wir auch von euch als Ideen genommen, gerade hier. Ein Zuschauer hat immer wieder geschrieben, der Techie-Smog, der Techie-Smog, der Techie-Smog. Ja, hier ist er. Den werden wir euch auch mal vorstellen. Ist hier unser Taschenwunder tatsächlich im Vergleich zu allen anderen Smogs. Aber auch super interessante Sachen von der Firma Arktis und natürlich hier Leo Köhler. Weiterhin werden wir euch da auch vorstellen, was es an verschiedenen Farbvarianten gibt und was ein ganz wichtiges Thema ist, natürlich auch die Verfügbarkeit. Ja, weil es nützt uns nichts, wenn wir hier den Top-Smog haben, wie zum Beispiel einen First Spear, den wir dabei haben, der von der ESA Austria gekommen ist. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Der ist zwar super Gucci, aber auch super teuer und so gut wie nicht zu bekommen. Aber wie gesagt, das seht ihr alles in dem nächsten Video. Von daher bleibt dran, freut euch drauf, wenn wir in regelmäßigen Abständen bringen und erweitern. In diesem Sinne, wenn ihr noch Fragen dazu habt oder Anregungen, gerne in die Kommentare damit. Vielleicht haben wir auch Modelle vergessen, die wir euch dann nochmal vorstellen. Da könnt ihr uns auch schon mal was reinschreiben. Ja, und dann sage ich auf jeden Fall schon mal, bis dann. Macht's gut. Bye, bye.